Champs, wir gehen mal wieder auf den virtuellen Flohmarkt, denn normalerweise gehe ich auch am Wochenende auf Flohmärkte. Im Winter ist ein bisschen schwierig. Ich gehe zwar immer noch, aber im Sommer ist das auf jeden Fall ein anderer Vibe und suche dort nach Schätzen, nach Collectables. Manche von denen steigen auch im Wert, manche werden direkt weiterverkauft und manche wandern in die Sammlung. Ich bin sehr gespannt, was uns hier in diesem Video erwartet. Falls du das erste Mal am Start bist und dich für so etwas interessierst, lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Lass uns loslegen. Is it complete? Oh yeah. Oh, it's even got the wrapper. Oh yeah. A lot of these are even unpunched. Nintendo-Stuff. Well, if you step on over here to my trunk, I gotta help. Den kennen wir doch, ja? Falls ihr hier aktiv seid auf dem Channel, der Typ hat ihm schon mal was verkauft. Bin gespannt. But first, I think it's important to talk about the future of the channel. Was? Die Zukunft des Kanals, was hat er vor? Was hat er vor? Look at that. Ja, das Haus kennen wir. And actually, I'm just gonna gift this to you. That is so awesome, man. Thank you very much. Since that Technodrome wasn't complete like I thought it was like. Oh, that was close enough. Ihm das jetzt geschenkt? Ja, Leute, das Ding ist halt, mir passiert sowas auch immer mal wieder, dass ich eben Bekanntschaften mache auf dem Flohmarkt und mit denen dann auch öfter mal handel, ja. Da kriegt man dann hin und wieder auch mal was geschenkt. Also eine Hand wäscht die andere, ich verschenke auch mal was und so weiter und so fort. Das bleibt einfach nicht aus, wenn man eben Content Creator ist, wenn man eine größere Reichweite hat und so weiter und so fort. Ich denke mal, da ist das irgendwie normal. Ja, es bürgert sich so ein. Und ja, es ist natürlich für mich dann auch ein kleiner Vorteil. Man. But yeah, we're just going ahead and gift that to you. Well, that's very cool. And I know you said you didn't like NASCAR stuff, but I thought I found something that might bridge the gap for you. That is really cool. And then I know Yeah. there's a little That 1983. is Wie viele Geschenke denn, ja? Das sind NASCAR-Autos im ET-Style. Mega nice. Those are all gifts. Well, that's cool, man. I actually brought you a gift too. Give me just a second. Okay. Found this at a yard sale last weekend. Ah, guck mal, er hat auch ein Geschenk für ihn. Ja, das ist natürlich noch cooler, muss man sagen, ja? Bin gespannt. I mean, thank you. It's not vintage champion, but it's a Larry Bird autograph. I know he's one of your favorite players. So, I don't know, I thought it was pretty cool. It's got the PSA and everything on it. I appreciate that. Yeah, man. That's awesome. Thank you. Krass, er schenkt ihm das unterschriebene Larry Bird-Trikot. Wahnsinn. Ja, sie filmt hier ganz fleißig mit. Ja, was passiert hier? Spannend. Gossip, Gossip. Ja, krass. Also haben die da jetzt getauscht oder waren das tatsächlich Geschenke? Ja, ich kann mich sogar, glaube ich, an das Video erinnern, wo er das Trikot hier mitgenommen hat. Er hat es günstig bekommen. Aber das spielt ja keine Rolle. Geschenk ist Geschenk. All you. We got a Larry Bird basketball. Geil. It's gonna look autographed. It's gonna look great right next Awesome. to it. That is awesome. It's awesome. Mega. I'm kind of speechless. I don't know what's Oh, no, no. Gifts very often. Die Schuhe habe ich auch. Das sind die etwas älteren Retro-Nikes. I appreciate it. Cool, man. Thank you. Yeah, I'm glad you like it. We ready to get started here? It's all right down the line. You can go just pick up Okay. and start getting it. Cool. Also bevor wir hier anfangen, er hat beim letzten Mal richtig coole Sachen mitgenommen. Ich erinnere mich an Wrestling-Gegenstände, an Turtle-Sachen. Und dieser große Turtle hier hinten sollte euch, falls ihr das Video auch gesehen habt, bekannt vorkommen. Ich pack's als Kommi, ja, in die Kommentarspalte sozusagen. Awesome, man. Sounds good. Comics. Ah, Chrom-Comics ist so das, was ich gelernt habe. Die gehen gut auf jeden Fall. He made it cool to be from Indiana. Yeah. I think. Oh yeah. There's a lot of good books in Yeah, there. I'm not even gonna look through them right now. This is one in the pile. Where should I make my pile? Just over here? Everybody did last Okay. time. Er nimmt alle, direkt bundeln. Bundeln und handeln, meine lieben Freunde, ihr wisst es. Oh, Figuren. Like I bought them for. Oh, boy, der ist so cool. Der ist so cool. Das ist, glaube ich, sogar der Originale, ja. Da gibt es ja auch die nachgemachten, die hatte ich auch mal, aber der Originale ist etwas anders von der Karte her. Ich glaube, das ist er. Ich habe das schon öfter mal erwähnt. So Figuren gibt es in Amerika unfassbar viele und die sind auch viel günstiger als hier. Ja, also da hat man dann bessere Karten eben auch sowas zu finden und es ist halt eben Tommy. Es ist der beliebteste Ranger, ist natürlich jetzt mittlerweile auch schon ein sehr trauriges Schicksal, welches ihn ergriffen hat und so weiter und so fort. Aber an sich, mega nice Figur, grüner Ranger. Welches war dein Lieblingsranger? Schreib's mal in die Kommis. Geil. Hätte ich auch gern. Hätte ich auch sehr gern. Also die würde ich hier bundeln, ne? Ich bin ein kleiner Figurenfreak. Hier ist noch ein Power Ranger. Oh Gott. Dragon, Savage Dragon. She's appeared in She-Hulk.
That's weird. That's like a crossover. Oh, that's interesting. Yep. I do recall those. Robocop, okay. Was haben wir da noch? Da sind die Wrestler. Is it? Yep. And I've got the. Ey, so einen habe ich doch letztens auch gefunden. Ich glaube, das hier ist Hulk Hogan, oder? Ich habe Stone Cold gefunden, diese große Figur auf dem Flohmarkt. Da erinnert ihr euch? The figure should be somewhere in here. At least one of them. I don't know if we caught that. Oh wow. It's like an instant Dukes of Hazzard collection. Oh yeah. And Doubles? yeah, doubles. How about that? See, I would eat off that one. Wow, That's awesome. cool. Auch so uralter Merchandise lohnt sich, ja, auch so gebrandete Sachen. Also ich sag mal so, du bist auf dem Flohmarkt unterwegs und findest ein altes Yu-Gi-Oh! Kartenspiel, sag ich jetzt mal. Also kein Trading Card Game, sondern wirklich ein Kartenspiel oder ein Spiel. Solche Dinge steigen im Wert, ja, oder von Barbie. Wenn ihr dann ja sicher seid, dass es eine Rarität aus den 90ern zum Beispiel ist, aus den 80ern, 70ern, wie auch immer, dann hat es meist einen guten Wert. That's cool. Glurak? Yeah, I kind of regretted not getting some of those last time. Jedi Arena. Also was meine ich hier, ne? Irgendwie so. Obwohl, das ist jetzt hier ein Game, glaube ich, ne? That's kind of neat. Yeah. What's this thing? That's what I'm trying to figure out. I think those are old folders for school. It Yeah. is. Oh wow. How Wo hat cool er is das that? her? Krass, Mann. Those They are were awesome. 1983. Those are cool. I didn't Yeah. forget I even had them. Wow. That is cool. Yeah. I like those. Are they for sale? Sure. Okay. All right. There's the pile so far. Dexter Silver Surfer in groß, wow. Gotcha. Geil. Ja, das sind so Zusätze. Ja, so, ich sag mal, Zubehör geht immer sehr gut, ne? I know one of them had pink gloves. And these are always my guilty pleasure too. Yeah. Krass. Thank you for having me. Yeah. That's in great shape too. Pokemon Pokemon marbles. marbles. Sehr beliebt mittlerweile. Those are neat. Guck mal, er hat beim letzten Mal diese Ghostbusters, ja, Falle nicht mitgenommen. Die hätte ich definitiv mitgenommen. Ich hatte die damals auch als Bursche. Kennt ihr die? Das ist so ein Plastikding, was man sich hinten auf den Rücken schnallt und dann hat man hier noch den Sauger sozusagen. Hier ist noch ein Wrestlingring. Also unfassbar geile Sachen, muss ich sagen. Für mich wäre das hier wieder ein Traum, ja. Well, if you step on over here to my trunk, I got a hell of a deal for you. Okay. Here we go. That's what I like to see. Geil. Lots of hip hop. And and underneath all that hip hop, there's more rock. Like there's some really fine, choice Striper albums in there. Oh, really? Yeah. Cool. Jetzt geht's hier um Vinyl, okay. Yeah. Oh yeah, there's dude. Striper. Like yeah, them things are perfect. And one of them's even the white vinyl. It's like a six. Yeah. I mean, we'll see what everything comes out to. But Yeah. Yeah, we'll just leave it there for now. Okay. Mann, wie krass seine Haare sind. Er hat so, ich dachte erst, es wäre ein Tattoo, aber er hat die so geschnitten. Ja, er hat da immer so reingeschnitten mit der Maschine. Zieht euch das mal rein, wie krank. There's the heavy hitters. Some of it, yeah. I'm trying to figure out if I'm supposed to put this down. I already sent you pictures of this. Yeah, that's cool. Sealed. Bin gespannt, was er jetzt bietet. Und das hier ist nicht unbedingt ein Heavy Hitter, habe ich auch mal günstig verkauft. Weiß ich nicht. Also diese Scope-Geschichten sind nicht so meins, muss ich sagen. It's interesting. I know that. Yeah. I don't know if you want to open this up or not. It's like. Is it complete? Oh yeah. Oh, it's even got the wrapper. Oh yeah. The only problem Also guckt so. Also ja klar, Alter. Ich bin der Sammler. Ich bin der Collector-Verkäufer. is part of the styrofoam top broke Yeah. off. But other than that, they're in their plastic baggies. Been used but rewrapped or never used? It's been used but rewrapped. Yeah. It was pulled out and tested. I played with it for a while. Oh, yeah. Yeah. Very cool. And we got the Play It Loud Game Boy. I don't know if you had any interest in that. Sure. The big green brick. Der grüne Stein, schreibt er. Sagt er. The Pikachu Pocket. What the color? It's color. Er ist ja auch ein Händler, also bin sehr gespannt zum Schluss. Bin auch gespannt, was er jetzt mit dem Channel vorhat. Also es wird auf jeden Fall noch ein spannendes Video. Yeah. I don't know if you have any interest in the Super Scope. That's complete in there too? Yep. Ah, die hatte ich auch.
In OVP sogar. A tub. Yeah. Oh yeah, Here we go. Oh man. Now everything in there is not going to be for sale. Okay, I'll let you tell me what's for sale. Well, you can. Most of the stuff on top is for sale. Most Okay. of it. I'm gonna keep Jim the anvil, of course. Right on. But yeah, that's for sale. These, I don't know if you knows what those are. I do not know what That's these Michael are. Jackson branded sunglasses right there. That is awesome. Michael Jackson Sunglass wollte ich schon sagen, eine Sonnenbrille. I come across a bundle of those. Mojo Casher ended up with a couple pairs. I've got a pair in the house, and that's the last pair I've got left for sale. That's neat. And here's the Go Box I sent you a picture of. A lot of these are even unpunched. That's cool. Cards are decent too. Ja, unpunched bedeutet, dass du oben halt, ja, da wo man sie eben aufhängt, immer noch dieses Papierding hast. Ja, also dass das auch noch nicht berührt wurde. Ja. Hier, das meine ich. Ja, seht ihr das hier oben? Da hat man doch immer so dieses kleine Papierding, was dann so ausgestanzt ist. What about that guy? Yeah, he's for sale. Oh, he even has his dog tag. That's nice. That is nice. Okay. The white shirt referee. Krass. I don't know if you know the story about those. There's two. There's one with the blue shirt, one with the white shirt. White shirt's rare. I know it's all about the variants with the LJNs. There's the Walking Dead. That's cool. Yeah. Did you Unterschrieben Walking Dead Figur. actually meet him like at a con or something? Yeah. That one's not so hot. All the stuff. Aber er fühlt das, ja. Also man spürt, dass er das auch alles fühlt und es ihm eigentlich auch ein bisschen zuliebe tut, also die Dinge abgibt. Er ist mit dem Herzen dabei. Still sealed. Und da muss man natürlich auch gucken, ja, okay, wie reagiere ich eben auf sowas, ja. Also für ihn ist das hier einfach auch ein schönes Erlebnis und dementsprechend macht er das, glaube ich, auch zum Großteil. Und da muss der Einkäufer natürlich auch Bescheid wissen und ihm eben so ein Erlebnis eben auch liefern, dass er sagt, ey, ich undercutte da nicht, ja, ich bin da nicht dreist, sondern das hier bleibt all in all eine geile Erfahrung, ja. Ist wichtig, in meinen Augen. Me go, Dr. Spock. This is neat. I'm on the fence about him. I'm not sure if I'm gonna get rid of him or not yet. Okay. Geil, geil, geil. Geile Figur. Even the alien. The Mario figures aren't for sale. And here's Casey. Oh, die Turtles-Figuren. Jay the Bear. That Turtles-Uhr. could be for sale if you're interested in that. Okay. Geil. That's cool. I get rid of both these wacky actions if you're interested in those. Krass. Yeah, I like those. Alright. That's the Casey Jones. Let's see here. I can get rid of one of them if you're interested in those. Die sind schon etwas neuer, die finde ich uninteressant. Als wir den Roadtrip gemacht haben durch Italien, also haben wir eine Europatour gemacht mit dem Campervan. Entschuldigung, da waren die noch alle verfügbar im Laden, ja. Ziemlich alt, aber trotzdem noch da. Interested in her. Okay. Keeping this one. I don't know if you read about G.I. Joe, you could have your own G.I. Joe made back in the day. Oh, My that's parents neat. set one off and had me a custom G.I. Joe made. I've still got the action figure in the house. That is really cool. Yeah, I think that's it in this tub. Okay. Cool. I definitely like all this stuff here. Is that everything? I think that's most everything. Okay. Die Highlights sind hier auch die Turtles-Figuren. Er hat sich natürlich auch wirklich einige gute Sachen weggepackt. Ja, aber das soll er auch, ne? Weil nicht, dass es irgendwann bereut und dann sich denkt, oh nein, jetzt habe ich die Sachen abgegeben, nur des Videos wegen oder so. So we got that pile, this pile, that pile, and the records. Right. That's where we are. Okay. Well, let's start over here. We'll Okay. just go from pile to pile to pile and we'll figure out a price. Okay. There's a lot of key issues. Das ging echt schnell, ne? Also ich muss sagen, ich hätte da noch länger rumgesucht. Er hat ja auch wieder eine unterschriebene, was ist das, eine Schallplatte oder ist das ein Bild? Geile Sachen. The monster magazines and stuff. I was thinking like $3 a book is what I was thinking. Okay. How many you have in there? You know, and I know there's 235 books in there, but I would just call it 200. Okay. Figures here. You think 200 on Ja. those? Is that too much? That sounds fine. Does that sound good for all that? 200 for all that? I was Also thinking, 400 insgesamt für die Sachen davor. Das ist auf jeden Fall ein fairer Preis. did you look up the Go Box? You have any idea what they're worth? In perfect shape, I think they range from like 1 to 130 or something yeah, like that's what that. I was thinking. So I was thinking like $50 a piece on those. Okay. If you were interested in those.
Das ist auch gut, ne? Also 130 gehen die und er will 50 haben, er weiß den Preis. Und das ist natürlich auch freundlich, dass er ihm natürlich auch den Preis sagt, welchen er weiß, also was sie eben auch wert sind, ne? Das würde ich generell sowieso immer machen, also auch wenn ich auf dem Flohmarkt unterwegs bin und mich jemand fragt, also auch ein Verkäufer, was ist das wert? Du weißt es ja höchstwahrscheinlich, dann sage ich das auch. Ja? Und oft sage ich auch, ey, pass mal auf diese Sachen hier, die sind wirklich ein bisschen mehr wert, da kannst du auch ein bisschen mehr für nehmen. Ja? Das kann man sogar bei eBay Kleinanzeigen auch machen, habe ich auch das ein oder andere Mal und wurde dafür auch sogar belohnt. Ne? 250 for all 5. Okay. I heard just, and then I call it 350 for all of it if you wanted it, because I know he's worth like 200 himself. Yeah. Boah, die sind natürlich auch teuer, die Turtles. Yeah, I'm good with 350 on this. Okay. For sure. So, and what we figured out on that back there? You said 6 and 2. Okay, that's 8, and then 350. Or did I say 300? What did I say? 350. 350. Mhm. Okay. So, So that's that's- 1150. So with the records, you'd be looking at 1550. Yeah. And then this stuff. 400 right für die Vinyls, okay. here, I was going to ask 1 1/4 on that. That's about half. Okay. I don't know what to ask for this. It's all over the place. Yeah. I'd say maybe like 75 for this, and that. $25 a piece for Okay. those. Sure. And then, Boah, günstige Preise, krass. what do you think? You think 60 bucks on that? Probably, yeah. Yeah. If that's fair for you. Okay, so 50. Er fragt auch andauernd, ja, ist das fair für dich? Ja, ist das gut? Ist das ein nicer Preis? Das ist auch eine gute Verhandelsstrategie in dem Sinne, ja, oder auch eine freundliche, sagt man mal so. Man kann das gegenüber oder den gegenüber, die gegenüber, wie auch immer, fragen, fühlst du dich damit gut? Ja, ist das ein nicer Deal für dich? Normalerweise würde ich davon ausgehen, dass der Froggy, also der Einkäufer, ihn fragt, weil er trennt sich ja von seinen ganzen Collectibles und man merkt ja, dass er mit dem Herzen dabei ist, dass er ihn fragt, ey, wie sieht's aus? Ist das ein gutes Gefühl für dich? Fühlt sich das noch gut an? Passt dir der Deal? Hast du dir so viel vorgestellt und so weiter? Das kann man ruhig mal machen, ne? Weil oft hatte ich es auch schon, zumindest als ich letztens mal zum Beispiel die Yu-Gi-Oh! Sammlung gekauft habe, habe ich verhandelt auf 20 Euro. War natürlich Mehrwert alles und habe dann nochmal gefragt, ey, was ist los? Du scheinst nicht zufrieden damit zu sein. Ich gebe dir auch gerne 5 Euro mehr und dann war sie happy und so läuft's dann. Ne? 1550, 1675, 1750. So you're at 1810? Yeah. 1810? I think it's good, man. I mean, if you're good with that, I'm good with that. I think so. I think the part that scares me the most is the comics. Yeah. I've went through and done my due Yeah. diligence. There's a lot. I trust you. A lot of good. Er sagt gerade, ich habe ein bisschen Angst vor den Comics, ob sich das so für mich lohnt, aber $2, beziehungsweise er hat 200 für die ganze Kiste verlangt, ist in Ordnung. Und was ich gelernt habe, ist, dass so Chrom-Comics halt sich immer gut lohnen. Ja, dann hast du natürlich auch First Appearance-Sachen und etwas anders aussehende Comics. Das jetzt Laien wissen in dem Sinne. Aber falls du dich mit Comics auskennst, schreib mir doch gerne dann auch mal die Expertise darunter. Und ja, ich würde es hier probieren. Ich würd einfach zuschlagen und sagen, okay. Ja. Weil diese Sachen waren hier sehr günstig, der er sonst eingekauft hat. Books and there are a lot of $10 and $20 hitters Yeah. for your booth. That, you know. But other than that, like everything else is awesome. Okay, So yeah, let's just do it. You good? Mhm. Okay, as long as Cool. you're good. It's like I'm good. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7, 58, 59, Krass. 50, 1,000. Okay. 51, 52, 53, 54, Ist schon fair, auf jeden Fall, Mann. Ey, geile Sachen auch. 55, Ich hätte, glaube ich, noch mehr genommen. 20, 40, 60, 81, 20, 40, 60, 82, 20, 40, 60, 83 for 18. All right, so we made it back to the garage, drove up north to see my buddy Go-Go Snow for the second time, picked up a bunch of the stuff that I didn't grab last time. Also, this time he brought out some of his personal Ist halt auch geil, weil du bist halt an dem Tag dann alleine bei ihm, ohne dass du irgendwie Ärger hast, Stress hast, ja, sag ich mal, da auch die Konkurrenz hast. Das ist mittlerweile echt auch ein großes Thema. Viele sagen dann immer, ja, Konkurrenz belebt eben das Geschäft. Klar, stimmt auch. Also ich bin da auch nicht ganz böse drüber, aber es ist eben ein anderes Gefühl, wenn man dann eben alleine die Möglichkeit hat zu schauen, ohne dass man da Zeitdruck oder irgendwie anderen Druck hat. Weißt du, wie ich meine? collection. Got to buy a big chunk of that too, so pretty amazing. If you haven't yet checked out Go-Go Snow's channel, I will link it in the description below. Make sure you stop by, show them some love, see what they're up. Gut, er macht hier noch einen Shoutout, sowas kostet ja normalerweise auch, ja, also das wissen ja viele auch nicht, aber so einen Shoutout von so einem großen Kanal ist nicht selbstverständlich und das war wahrscheinlich dann auch ein Dankeschön oder inbegriffen im Preis sozusagen, da hat man sich vielleicht vorher abgesprochen und dementsprechend ist das dann ein Geben und Nehmen, ne? Aber das hier ist schon ein teures Shoutout.
up to. Very, very cool people. I'm going to give you a closer look at some of this cool stuff, but first, I think it's important to talk about the future of the channel. Just to kind of tell you about what's next, what we've been working on, what we're excited about. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das Ding hier gucken wir uns ja öfter mal an. Er will es jetzt ein bisschen ändern. Okay, worum geht's? So for the past year or so, my main sales outlet has been my little vendor booth. I haven't taken you on a tour for a while, but I've kind of turned it into just a cool little vintage collectible spot. It continues to do well. It's a lot of fun. It's exceeding my expectations for sure. But there is a certain caliber of collectible that I've just kind of been stockpiling. Okay, das Ding ist, er sagt, er hat seine kleine Booth, also seinen kleinen Laden, den hat er noch nie gezeigt, das macht ihm auch noch Spaß, aber da gibt es jetzt noch was, worüber er reden möchte. A lot of it you've seen me pick up on the channel. There's quite a bit of it that never made it to video. So you're probably thinking the next logical step of this little evolution would be like a standalone brick and mortar store. But as of now, that is not the case. I'm not going to take it off the table completely. There are certain things involved with opening up a standalone shop that I'm just not personally ready to commit to just yet. However, there is a long-term goal that I don't think I've ever spoken about on the channel, but I've been prepping for it for a long time. Things finally feel right, and it's time to set those wheels in motion. Jetzt geht's los. Er sagt, er hat ein großes Ziel gehabt, wovon er noch nie gesprochen hat. Also er sagt, er will einen Shop aufsetzen. Ja gut, macht natürlich auch Sinn in seiner Größe, ja, wenn er die Zeit und die Lust und auch eben die Möglichkeit hat, warum denn nicht? Steckt viel Arbeit hinter. Müsste er nicht machen, ist wahrscheinlich ein Leidenschaftsding, weil mit seinen Videos und den Flohmarkt-Sales hat er schon genug Geld. And that goal is to become a dealer at major conventions in the Midwest and ideally throughout the entire country. I would love to get to the point of doing a half dozen or so like major comic and toy and collectible conventions throughout the country every year. After an 18-year on and off love affair with eBay and e-commerce in general, it's just really not a passion anymore. And it really hasn't been for quite some time. If you're new to the channel or a casual viewer, that might surprise you a little bit. If you've been around for a while, you've probably heard me say things like, my ultimate goal would probably be to have a reselling business that is sustainable, completely independent of like third-party selling apps. Okay, also ich erkläre euch das gerade. Er möchte gerne auch als Veranstalter, wenn ich das hier richtig verstanden habe, und als Verkäufer auf Conventions teilnehmen, Jahr für Jahr. Und er möchte sich unabhängig machen von Third-Party-Apps, wie dann zum Beispiel Vinted, eBay, whatever. Also in seiner Nische dann natürlich oder in seinem Land. Und will das eben alles selbst machen in seinem Shop und so weiter und so fort. Als richtiger Online-Händler. Für mich wäre das nix. Ja, ich verkaufe auch hin und wieder mal auf meiner Website, wie jetzt gerade zum Beispiel Mystery Packs. Dann bin ich damit auch zufrieden. Steckt halt aber viel Arbeit drin in dem Sinne. Und ich nutze da auch gerne immer mal die Reichweite von eBay selbst und so weiter und so fort. Ich meine, an seiner Stelle, ja, er hat ja wirklich eine große Reichweite. Amerika ist noch was ganz anderes. Und dementsprechend kriegt er seine Sachen dann auch weg. Ja, weil für ihn lohnt sich das auch nicht mehr, dann irgendwie einen Flohmarkt zu veranstalten, wenn ihn die Leute dann andauernd erkennen und so. Er muss dann gute Preise nehmen. Schwierig zu verstehen. Ist ja auch viel Laber von mir jetzt gerade. Aber ja, ich kann den Schritt nachvollziehen, wenn ich die Zeit hätte, so wie er sie hat, höchstwahrscheinlich, würde ich den Schritt vielleicht auch gehen. Aktuell nicht, aber ja. Okay. A business where I don't have to rely on eBay or Amazon. Ist ja auch seine Entscheidung. Like that is a tall order. That's tough. I don't know if it'll ever happen, but that's what I'll continue working towards. The only real connection that this channel has had to eBay for a long time is the fact that I'll use eBay comps to try to show a potential snapshot for value. But really all that is a very small picture on one platform over a very short amount of time. It's just an easily digestible way to see what something could possibly be worth to the right person. Okay, also hier nochmal gerade. Ich weiß, es ist ein bisschen viel Gequatsche von mir auch, aber es ist spannend, weil ich kann mir gut vorstellen, dass er eben auch mit dem Herz dabei ist. Ich ja auch, ja, also Verkaufen macht eben auch Spaß und ich glaube, er möchte einfach auch die Korrespondenz auf den Conventions, das Gefühl, das Erlebnis und eben von Sammler zu Sammler verkaufen. Nicht nur diese schnelle Bestätigung durch den eBay-Shop, ja, da kauft jemand Fremdes was ein in seinem Shop und da hat er eigentlich gar keine Connection zu, ja. Das bringt ihm nichts außer das Geld und das Geld ist ihm hier halt eben unwichtig, deswegen würde er gerne als richtiger Booth Collector und Seller wahrgenommen werden, auch in der Convention. Ich verstehe das schon.
Wie würdet ihr es And then machen? also there's the matter of Schreib's mal unten rein. the silly theme song that plays when the video is over that I wrote years ago when I was basically just throwing things at the wall, seeing what would stick. So to get things rolling, I decided to apply to the biggest collectibles convention in my personal state, Indiana, and that is the Indiana Comic Con. If you live near either coast, that might not seem like a big deal, but it brings out thousands and thousands and thousands of people every year over the course of 3 days. And that is where I decided I wanted to start. I went through the application process to become a vendor, and that was a learning experience all on its own. Once you apply, the list becomes public, and you can kind of see the status of everyone's application. So over the course of several days, I watched application after application be denied or waitlisted or approved, and I started to get nervous, but finally after like 3 to 4 days, I did get the email saying that I was approved to sell at the 2023 Indiana. Okay, die Indiana Comic Con findet statt und er will als Verkäufer dort teilnehmen. Man musste sich bewerben, er hat jetzt lange gewartet und er wurde angenommen. Ja, also das hätte ich auch nicht anders erwartet. Natürlich freuen die sich über Reichweite in dem Sinne. Höchstwahrscheinlich kriegt er da vielleicht auch noch ein bisschen Geld dafür. Ich freue mich natürlich für ihn, aber ich sag dir ganz ehrlich, für mich wäre das jetzt kein richtiges Live-Goal, weil in 2000... Also heutzutage ist es nicht mehr so schwer, vor allem mit Reichweite, an sowas teilzunehmen. Ich habe eher so das Gefühl, dass weniger Leute an sowas teilnehmen wollen und diese Conventions und größeren Veranstaltungen eher kleiner werden. Ja, also ich war bei der Gamescom, da ist echt nicht mehr viel los gewesen. Ich meine, das lag auch daran, dass es wirklich ein schwieriges Jahr war und so weiter und so fort. Wenig Aussteller da waren. Aber ja, ich hatte eher einen Rückfall im Kopf. Ja, also dass da weniger Aussteller dran teilnehmen. Wie dem auch sei, ja. Cool, freut mich. Nice. Indiana Comic Con. I quickly paid for it and secured the spot, so now I have until May 5th to scour the state, to scour the Midwest, finding only the best stuff to put in front of thousands and thousands of collectors that save up all year to attend this event. And the goal is to just stuff it full of all of my favorite stuff, vintage and rare Star Wars and wall I'm going to purchase, how I'm going to set up shelves, maybe even the Comic-Con exclusive that I'm currently working on. There's just a lot of stuff that goes into this change, and I'm excited to share the journey, and I'm even more excited to share the end product when we finally get there, and you get to see how it all goes down. And then I'm also going to take you along to the booth and show you how my... Ja, cool. Also er wird sich jetzt vorbereiten, ne? Wird Sachen sammeln, die er vom Flohmarkt kauft. Für mich immer sehr schwierig, wenn Leute ihren Kanal ändern möchten. Da muss man natürlich erstmal davon ausgehen, dass die neuen Sachen viele Leute auch nicht so interessieren, weil er hat halt eben sein Running Business, seine Videos, die funktionieren und so weiter und so fort. Ich würde mir sowas jetzt zum Beispiel auch nicht so gerne angucken. Ich gucke dann eher lieber die Flohmarkt-Sachen und so weiter und so fort, wo er eben diese ganzen Sachen einkauft. Wäre jetzt nichts für mich, aber ich kann verstehen, dass es für ihn natürlich ein schöner Schritt ist in Richtung Ziel und dementsprechend, okay, ich werde hier mal weiter vorspulen, weil im Endeffekt ist hier, glaube ich, alles gesagt. Gucken wir noch mal, was er gekauft hat. up in the open space. Oh, der Power Ranger hier, nice! Just to kind of spread some of this stuff out. This is all the stuff that I'll be taking straight to the booth. Just some really solid little collectibles, like this big stack of TMNT. I think these are like the 2015 release. Got the SNES Super Scope in box. That thing is actually mint. These Demolition Man figures have actually gotten pretty collectible. Geil. Personally, I've always been a big fan of Sly Stallone. I even love his new show, Tulsa King. If you've not checked that out yet. We have the complete Mego General Lee, which is probably like a $50 to $80 piece. We have the TV trays. Two of them are Dukes of Hazzard. We have the ET. We got a bunch of X-Men type figures, the vintage ET figures. I always think those are cool, even though they're not worth a whole lot. Ja, die sehen cool aus, ja, ein cooles Collectible in dem Sinne. The Mario Amiibos. Got some RoboCop. Got a vintage Tommy Green Ranger, rest in peace. That was really sad. Got the Mego Action Jackson stuff with the Scramble Cycle. Pretty rare piece on the Scramble Cycle. It's missing the steering wheel though. The Atari Jedi Arena game. No manual, but it does have a nice box. Some more action figures. Thought these were really cool. These are the Ja, coole Sachen. Im Endeffekt haben wir so gut wie alles gesehen, würde ich sagen, ne? Sunglasses from the 80s. I definitely have a lot of this stuff earmarked for Comic-Con. Picked up all these vintage GoBots on card. Some of the cards aren't great. Some of them are actually really good. Hat er die jetzt nochmal, waren die schon in diesem Case hier oder hat er die selbst dann in dieses Case gepackt? I put them all in these little plastic protectors. These things are pretty great if you deal in a lot of the 3.75 scale action figures and such like G.I. Joe and Star Wars. Most of these I would think with really nice cards could sell for between like $100 and $200. For the most part, I would say that these would land in the $60 to $100 range. I think this Scorp is probably the nicest because it's unpunched and it has a
a really nice card on it. That one may get priced a little higher. We have the vintage Wacky Action Turtles on card. We have Michelangelo and we have Donatello. These can usually pull 50 Lieblingsturtle ab in die Kommis, meiner Donatello, mit Abstand. to $100 a piece. The vintage TMNT gift set doesn't come up very often, but they are very cool. I've only seen one other time, and I think that was at Kokomo Toys, so I was excited to snag this one. We've got the vintage carded Mego Dr. Spock, probably $100 to $150 piece. Just thought this was really cool. Also in the plastic case now. Sehr with cool. the G.I. Joe vehicle gear. Card's definitely not perfect on it. It's a nice little piece for the G.I. Joe collector. Got the boxed NES. Everything is bagged up nicely in there. It's missing a little bit of the styrofoam, but most of the styrofoam is actually there. Really cool. This is actually the top part of the box. His hair is actually very, very nice though. There's no rub marks anywhere on it. Same with his beard. Hands are complete and in good condition. Krass, ja, krass, krass, krass. Damals so coole Figuren. Die hat man dann auch in so einer Werbung reden hören, also feiere ich. Ey, Leute, wir sind schon wieder bei 30 Minuten, es tut mir leid, aber ja, ich musste einfach ein bisschen was dazu sagen. It does talk pretty well. A mint complete piece like this could sell for $300, maybe more, just depending. This one, even like this, is Game Boy. I think in mint condition. I have Pokemon Blue in there right now. No bad scratches on it. The screen is really nice. Both different versions of these early pressings. Some of them have kangaroos on the label, some of them do not. This is the no kangaroo version, and it can be worth close to $100, $150. So very. Er hat 60 bezahlt, ne? Very cool on that. And then probably the thing that surprised me more than anything, this was mixed into the initial record lot. When I got everything home and started going through them, this one definitely piqued my interest. Did a little research on it. It originally came with a comic book, Journey into Mystery with Thor. So if you can find one sealed with the comic book, it's a very, very expensive. Just this by itself, no comic, record only. Da fehlt jetzt noch das Comic, sagt er. In very nice shape. It's like a $200 to $250. Krass, 250 auch ohne Comic. Ja, mit Comic, ich würde es vervollständigen, ist halt geil. Coole Funde, muss ich sagen. Für mich die Highlights, die Power Rangers und Turtles Figuren. Fand den Nintendo auch geil. Also viele coole Sachen gefunden für wenig Geld. Ey, schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommis und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin jeden Tag live. Checkt die Infobox. Peace out.